So, Costa Rica schafft die Territorialbesteuerung ab. Diese Nachricht hat sich hier doch wie ein Lauffeuer verbreitet. Viele Mandanten haben deswegen bei uns angefragt. Costa Rica ist ja doch ein Land, was viele interessant finden, wenigstens um dort einige Jahre zum Beispiel als digitale Nomaden zu leben. Wunderbare Natur, wunderbares Klima, steuerlich sehr günstig. Bisher ganz klar, wie gesagt, nach Territorialprinzip hier versteuert. Das heißt also, sämtliche Einnahmen aus ausländischen Quellen, selbst wenn die Arbeit auf Costa Rica verbracht wurde, waren in Costa Rica steuerfrei. Jetzt sind zwei Dinge passiert in den letzten Jahren. Zum einen mal haben sich hier große finanzielle Schwierigkeiten im Staatshaushalt Costa Ricas aufgetan. Und der Internationale Währungsfonds, der IMF, ist eingesprungen, bevor das Ganze eskaliert ist, hat also hier Mittel zur Verfügung gestellt. Und wir wissen ja alle, da sind immer Bedingungen dran geknüpft an so eine Unterstützung des Währungsfonds. Und gleichzeitig hat auch die EU vor kurzem Costa Rica auf die schwarze Liste der Steueroasen gestellt. Wir wissen alle, wenn ein Land auf so einer schwarzen Liste ist, dann hat das alles ziemlich große Konsequenzen. Zum Beispiel auch für Unternehmen, zum Beispiel aus Deutschland, Frankreich oder anderen EU-Ländern, die dort in Costa Rica aktiv sind. In Deutschland wissen wir zum Beispiel, bist du an einem Unternehmen beteiligt, was den Sitz in einer solchen Steueroase hat, dann gilt automatisch die Hinzurechnungsbesteuerung. Das heißt, fiktive Gewinne müssen mit Einkommensteuer versteuert werden. Möglicherweise können Rechte nicht als Betriebsausgaben abgesetzt werden und so weiter und so fort. Zahlungen in ein solches Land von westlichen Banken werden schwierig und so weiter und so fort. Hat also alles ziemlich negative Konsequenzen. Und diese beiden internationalen Organisationen, also der IMF auf der einen Seite, die EU auf der anderen Seite, haben großen Druck auf Costa Rica ausgeübt, sein Steuersystem hier grundsätzlich zu erneuern, zu überarbeiten und haben es auch zur Bedingung gemacht, dass hier weitere Mittel fließen, beziehungsweise eben das Land von der schwarzen Liste genommen wird. Daher hat Costa Rica dann eine Steuerreform beschlossen, die relativ weitreichende Konsequenzen hat, und zwar sowohl für natürliche Personen als auch für Unternehmen. Dazu muss man natürlich noch sagen, das Ganze ist noch nicht abschließend durch das Parlament in Costa Rica beschlossen worden. Also es gibt hier möglicherweise noch Änderungen. Es gibt hier ja letztlich eine Historie in Costa Rica, dass hier letztlich immer gern gestritten wird und solche Dinge immer länger dauern, bis sie dann tatsächlich verabschiedet werden. Aber ich denke, der Druck ist groß genug. Man will unbedingt von der schwarzen Liste der EU runter und man braucht natürlich unbedingt die Mittel des IMF. Was beinhaltet die Steuerreform in Costa Rica? Genau. Fangen wir an mit den natürlichen Personen. Grundsätzlich, wie gesagt, Costa Rica hat bisher nach Territorialprinzip versteuert. Das heißt ja im Grunde gesagt, nur Einkommen aus einer kostarikanischen Quelle müssen letztlich in Costa Rica versteuert werden. Hier gibt es also nun eine Erweiterung dieses Begriffes. Was heißt also tatsächlich eine Quelle in Costa Rica? Und in Zukunft gilt also Folgendes. Steueransässig ist jemand, der in Costa Rica für mehr als 183 Tage in einem Steuerjahr anwesend ist. Ist dies der Fall, dann gelten folgende Einkommensarten als in Costa Rica zu versteuern. Gehalt in Anführungszeichen, und Gehalt sind sämtliche Einnahmen mit gemeint, die irgendwie mit meiner persönlichen Arbeitskraft zu tun haben, egal ob das jetzt als Freiberufler oder sonst was ist. Sämtliche Einkünfte aus Renten und Pensionen, sämtliche gewerblichen Aktivitäten, die ich als Selbstständiger ausführe in Costa Rica vor Ort. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt: Kapitalerträge und Veräußerungserlöse
inklusive, und das ist explizit formuliert hier, inklusive eben auch aus nicht-kostarikanischen Quellen und Forex-Gewinne ebenso. Die Idee ist also, dass hier letztlich die Besteuerung einem internationalen Standard folgt. Verschiedene Einkommen werden verschieden besteuert werden. Es gibt einmal eine sogenannte General Base, also ein generelles Einkommen, was besteuert wird. Dazu zählt eben Gehalt, Renten, Pensionen, selbstständige Tätigkeiten und auch übrigens hier Einkünfte aus Mieten. Und dann gibt es eine sogenannte Special Base, das sind vor allen Dingen eben Kapitalerträge drin, Zinsen, Veräußerungserlöse und so weiter und so fort. Grundsätzlich für die sogenannte General Base, also für das allgemeine Einkommen, werden 10-30% veranschlagt werden, für alles andere 15%. Also Kapitalerträge werden in Zukunft mit 15% in Costa Rica besteuert werden müssen. So, jetzt kommen wir zum Thema Corporate Income Tax, das heißt die Besteuerung von Körperschaften. In gewisser Weise für viele unserer Mandanten nicht so wichtig, weil die wenigsten Mandanten von uns haben Firmen natürlich in Costa Rica gegründet. Aber hier muss man einfach auch sich dessen bewusst sein, dass letztlich hier das Territorialprinzip insofern abgeschafft wurde, als dass jetzt passive Erträge wie zum Beispiel Kapitalerträge und so weiter, die im Ausland nicht versteuert werden mussten, inzwischen dann in Costa Rica versteuert werden müssen. Generell die Körperschaftssteuer wird bei 30% liegen, also auch nicht gerade wenig, mit der man hier dann rechnen muss. Beschränkt Steuerpflichtige, die also nicht in Costa Rica leben, sondern dort nur Einkünfte erzielen, ich sage mal zum Beispiel aus Vermietung, Verpachtung und so weiter und so fort, oder beteiligt sind an einem Unternehmen auf selbstständiger Basis, würden hier 30% Steuern bezahlen. Was heißt das jetzt alles? Naja, also für die meisten unserer Mandanten wird damit Costa Rica natürlich als Wohnsitzland unattraktiv. Man muss natürlich jetzt erstmal sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wie das jetzt hier durchs Parlament geht, wann es tatsächlich natürlich etabliert wird und ab wann es dann tatsächlich auch gilt und in welcher Form oder ob es auch irgendwelche Schlupflöcher gibt. Das muss man dann alles sehen. Wenn es sich so ergibt, wie es jetzt hier präsentiert wurde von der Regierung, würde ich sagen, dass die Zeit in Costa Rica letztlich für viele Mandanten dann zu Ende geht. Je nachdem, wie hier mit so Sonderregelungen wie zum Beispiel im digitalen Nomadenstatus umgegangen wird. Es gibt ja in Costa Rica durchaus ein attraktives digitalen Nomadenvisum. Und es könnte ja zum Beispiel sein, dass dessen steuerliche Privilegien weiterhin aufrechterhalten werden. Da kann man also wenigstens temporär dort weiter leben für einige Jahre und sich dann hier einer Steuerfreiheit erfreuen. Aber das muss man wenigstens dann alles noch sehen. Grundsätzlich eben, also Territorialprinzip wird nicht mehr in Costa Rica angewandt werden, auf Druck der EU, auf Druck des Internationalen Währungsfonds. Ob man sich jetzt hier daraus ableiten kann, dass hier mit anderen Ländern, die ebenfalls steuerlich günstig sind, ähnlich verfahren wird. Wer weiß, aber natürlich, es ist schon im Rahmen des Möglichen, dass auch andere Länder ihre Steuersysteme auf Druck von EU oder anderen internationalen Organisationen ändern müssen. Wenn du jetzt vorhattest, nach Costa Rica umzuziehen, verunsichert bist oder vielleicht auch ganz andere Länder in Betracht ziehst für deine steuerliche Planung und für die steuerliche Optimierung, dann buch gerne ein Beratungsgespräch. Den Link packen wir hier unten in die Beschreibung rein. Wir helfen Mandanten seit vielen Jahren, sich steuerlich im Ausland neu zu orientieren, den Wohnsitz aus steuerlichen Gründen ins Ausland zu verlegen und letztlich hier von den günstigen Steuersätzen im Ausland zu profitieren. Es gibt noch viele andere Länder als Costa Rica, die steuerlich sehr attraktiv sind in Lateinamerika oder in Europa oder in Asien oder sonst wo. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, also ich meine, wenn man weniger als 183 Tage in Costa Rica ist pro Jahr, betrifft einen die neue Steuer vermutlich ja ohnehin nicht.
Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.